Servus und grüß euch miteinander. Heute machen wir einen Kohlrabi-Auflauf mit ein paar Kartoffeln drin und Sahne. Das Ganze schön mit Käse überbacken. Das wird richtig lecker. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt unbedingt dabei und schaut euch das Video an. Viel Spaß! So, folgende Zutaten brauchen wir. Natürlich einen Kohlrabi, ein paar Kartoffeln. Hier habe ich einen geriebenen Gouda. Ihr könnt aber auch einen anderen Käse nehmen. Dann brauchen wir hier so einen Becher Sahne. An Gewürzen brauchen wir Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss. Ja, und ich fange jetzt mit den Vorbereitungen an und dann schalte ich euch wieder dazu. So, die Kartoffeln habe ich jetzt hier geschält und den Kohlrabi natürlich auch. Hier habe ich schon mal einen Topf aufgestellt mit ein bisschen Wasser. Den bringe ich jetzt zum Kochen und gebe schon mal ein bisschen Salz in das Wasser rein. Und jetzt schneide ich die Kartoffeln einfach hier in Scheiben. Und die werden jetzt kurz 10 Minuten angekocht. Und dann gebe ich auch den Kohlrabi dazu. Dann lassen wir das Ganze ca. 15 Minuten insgesamt kochen. Und dann geht es weiter. So, den Kohlrabi, den habe ich hier in Würfel geschnitten. Ungefähr so. Ist eigentlich egal, wie man den schneidet. Und die Kartoffeln, die kochen jetzt ungefähr, ja, gute 10 Minuten. Jetzt gebe ich den Kohlrabi nochmal für 5 Minuten dazu. Den Backofen habe ich auch vorgeheizt auf 200 Grad. Und die genauen Mengenangaben und das Rezept schreibe ich euch natürlich wie immer in die Videobeschreibung unten rein. So, das ist fertig. Das können wir abgießen. Und dann stelle ich hier schon mal meine Reine auf, meine Auflaufform. Und da gebe ich die Schlagsahne rein. So, und das tun wir richtig würzen mit Salz und Pfeffer. Und auch ein bisschen frischen Muskat. So, und die Sahne da drin, die müssen wir jetzt abschmecken. Das kann ruhig etwas zu salzig sein, denn die Kartoffel nimmt auch noch etwas Gewürz auf. Es soll halt richtig gut schmecken. So, die Sahne fängt gleich an zu kochen. Jetzt gebe ich auch die Kartoffeln und den Kohlrabi dazu. So, und hier habe ich meine Kohlrabi-Blätter noch. Die schmeißen wir natürlich nicht weg, weil die haben einen sehr guten Geschmack. Und dann gebe ich hier eine gute Hälfte von dem Käse dazu. Und das kommt dann später oben drauf zum Überbacken. Dann mischen wir das Ganze durch. Und da merkt man auch schon, der Käse fängt schon an zu arbeiten. Er schmilzt. Und somit haben wir gleich eine schöne Bindung. So, das Ganze noch einmal schön glatt machen oben da. Und dann kommt der restliche Käse einfach darüber. Und das Ganze geht jetzt in den Backofen für 20 bis 30 Minuten.
Und dann können wir essen. So schaut es aus. Und ab damit in den Ofen. So, fertig ist er. Der schaut doch lecker aus, oder? So, ihr dürft das Rezept natürlich gerne mal ausprobieren. Das würde mich persönlich sehr freuen. Ich schneide jetzt den mal an. So. Der schaut doch lecker aus. So, in diesem Sinne, bitte probiert das Rezept aus. Würde mich freuen. Und schaut das nächste Mal wieder rein beim neuen Video von mir. In diesem Sinne, macht's es gut, bleibt gesund, bis bald, Servus.